Hi liebe Leute und willkommen heute bereits zu unserem zweiten Video. Und wir werden heute zusammen ein tolles Bild malen. Und wie ihr seht, im Gegensatz zu Folge 1 sind wir nicht mehr bei uns im Studio drin, sondern wir sind draußen in der Natur im wunderschönen Wald. Und was gibt es nichts Schöneres, als zwei Hobbys miteinander zu vereinen. Und zwar einmal draußen in der Natur zu sein und zum anderen ein wunderschönes Bild zu malen. Seid ihr bereit? Okay, let's go! Was habe ich wieder mitgebracht? Und zwar einen 2 Zoll Pinsel, dann den halb so großen 1 Zoll Pinsel, dann habe ich dabei ein paar Fächerpinsel, einen Linienzieher für so ein paar kleine Details und natürlich mein allseits beliebtes Malmesser zum Mischen und für besonders schöne Sachen, die man hier auf der Leinwand machen kann. So Leute, ich habe auch wieder ein paar Farben mitgebracht. Es hält sich wieder an Grenzen. Ne? Diese Farben, die brauchen wir für unser kleines Waldbild heute. Und damit ihr genau wisst, wieder welche Farben das sind, blende ich die euch jetzt in die Videobeschreibung mit ein. Alles klar? Super. Unsere Leinwand habe ich wieder vorgrundiert mit Flüssigweiß. Ja? Die ist jetzt schön nass und ready to go, genauso wie ich es bin. Und ich würde sagen, let's do it. So, also wie gesagt, wir werden jetzt hier heute eine kleine Waldlandschaft drauf zaubern. Und zwar eine Waldlandschaft wieder für jedermann geeignet. Das heißt also, jeder, auch der noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt hat, kann sich hieran ganz einfach mit meiner kleinen Anleitung daran wagen. Okay? Und wir beginnen mit ein kleinen bisschen von diesem Cadmiumgelb. Ja? Ich nehme wieder meinen super beliebten 2 Zoll Pinsel und tupfe diesen Pinsel, ja, schaut mal, ich tupfe diesen Pinsel hier auf meine Palette. Nur so, dass er hier vorne ein kleines bisschen Farbe erhält. Ja? So, das ist mein Hauptlichtpunkt mit dem Gelb. Und den ziehe ich einfach hier so ein bisschen rein. Und durch unser Flüssigweiß bekommen wir auch die Farbe hier richtig schön, ganz einfach und easy drauf. Ohne dass wir hier groß mit Kraft schalten und walten müssen. So, richtig schön in der Mitte. Ja, jetzt fliegt hier gleich das Tuch weg. Ja, wir sind draußen. Ne? Draußen hat man nicht diese, wie sagt man so schön, die Convenience oder die Bequemlichkeit, dass man immer gleiches Licht hat, dass man keinen Wind hat und so weiter. Das kann auch mal beim Malen hier vorne, kann auch mal ganz schnell ein kleines Insekt drauf fliegen. Das müssen wir dann natürlich retten. Aber das sind so die kleinen Sachen, die draußen manchmal passieren können. Aber das soll uns gar nicht weiter stören. Es ist einfach toll, draußen zu sein im Wald und einfach ein wunderschönes, tolles Bild hier früh morgens zu malen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Saftgrün genommen. Ja, einfach mit demselben Pinsel, den ich hier das Cadmiumgelb habe ich einfach ein bisschen Saftgrün mit dazu genommen und fange hier in den Ecken an, dass die ein bisschen dunkler bleiben und ziehe erstmal nur ein bisschen Farbe rein. Es geht erstmal nur darum, Farbe aufzutragen. Wir wollen jetzt noch gar nicht groß an Details oder Schönheit arbeiten, sondern das reine Farbe auftragen. Das ist das pure Saftgrün. Das kann bei dem einen oder anderen mal ein bisschen variieren, weil die Mischungen sind immer manchmal, ja, kann immer mal passieren, dass die mal ein bisschen vom Hersteller immer mal abweichen. Aber das ist gar nicht schlimm. Wenn man die Farbe nicht mag, habt ihr ja schon im ersten Video gesehen, dann mischt man sich ganz einfach wieder eine neue Farbe, bis man die richtige Farbe hat und geht dann einfach drüber über das, was man vielleicht schon gemacht hat. So, damit wir jetzt hier nicht so einen kreisrunden, gelben Kreis irgendwie haben, werde ich das mal noch ein bisschen brechen, indem ich jetzt mit dem Grün einfach hier so ein bisschen reinziehe. Ja? So, dann nehme ich ein ganz normales Tuch, mache meinen Pinsel hier ein bisschen sauber und mit demselben Pinsel fange ich jetzt hier im hellen Bereich an, und verblende das Ganze. Und zwar schön sanft und zart. Ich verblende erst den helleren Ton,
damit ich mir den Grünton nicht hier reinhole auszusehens. Deswegen erst die Mitte, erst die hellen Töne und dann arbeiten wir uns im Prinzip von innen nach außen. Ja, kann auch hier ein bisschen wieder reinziehen, damit man schön Variation hat. Ne? Nicht alles kreisrund bloß machen. Das erscheint manchmal dem Betrachter etwas langweilig. Ja, und dann können wir hier so lange verblenden, bis uns der Himmel gefällt. Bis er schön sanft, schön weich ist. Mit diesen kleinen kreuzenden Strichen. Ja, einfach nur ganz einfache kreuzende Striche. Ja, Pinsel nochmal sauber rubbeln und dann gehe ich hier komplett nochmal über meinen schönen Himmel drüber, um auch sämtliche Pinselspuren oder ähnliches einfach wegzumachen. Schön sanft. Ja, hervorragend. So, alles klar. Seid ihr bereit, ein paar Bäumchen hier reinzumachen? Ich bin es. Ich finde es klasse. Okay, ich bleibe bei meiner Farbe hier. Ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen Saftgrün. Ja, ein bisschen Saftgrün hier auf meine Palette. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Ich glaube, es ist jetzt so kurz nach 8:30 müsste es sein. Ist auch noch ein bisschen frisch. Ein bisschen gelb noch, eine Gelb-Grün-Mischung. So, und dann tupfe ich mir jetzt hier ein paar kleine Hintergrundbäumchen rein. Einfach nur ein paar kleine Sachen, die hier im Hintergrund passieren. Ja, es ist jetzt noch relativ weit weg. Wir haben nicht allzu viel Detail hier hinten, was wir haben möchten, sondern das ist nur eine kleine Andeutung von irgendwelchen Bäumen, die ja ganz weit hinten weg sind. Und ihr seht, hier ist es schon etwas heller als hier. Das liegt daran, dass wir zum einen das Flüssigweiß hier drunter haben und zum anderen wird unser Pinsel immer sauberer. Ja, er verliert ja Farbe. So, deswegen tupfe ich jetzt hier noch mal ein bisschen rein in meinen Saftgrün und ein bisschen Cadmiumgelb. Ich habe jetzt hier hinten noch irgendwelche kleinen Sachen. Manchmal sieht man die gar nicht. Es sei denn, man geht richtig nah ran. Aber sie sind tatsächlich da. Und die geben manchmal den Effekt, dass hier viele, viele kleine Sachen im Hintergrund passieren. Na, wie das hier mit noch ein bisschen. Ja? Gerade auch beim Hintergrund ist es immer so, da muss man sich nicht zu viel Mühe geben und zu viel Zeit investieren, denn viel wird ja meistens immer noch manchmal durch andere Sachen überdeckt. So, das sollte schon reichen. Vielleicht, ich habe eine Idee, vielleicht mit einem kleinen bisschen Verdünnung, dein Pinsel rein. Da ist jetzt reine Verdünnung dran. Und dann gehe ich in dieselbe Farbe, die ich jetzt hier gerade schon mal hatte. Da wird diese Farbe sehr, sehr dünn. Sehr, sehr dünn. Wie Wasser. Ihr seht es vielleicht, dass sie so ein bisschen sogar runterläuft. Und dann kann ich mir hier noch so ein paar kleine niedliche Baumstämme oder Zweige. Irgendwelche Sachen. Das ist unsere Saftgrün Cadmium-Gelb-Mischung. Ich nehme mal einen kleinen, bisschen dünneren Pinsel, weil wir jetzt hier noch weit im Hintergrund sind. Ja, da muss ich mir jetzt hier nicht so viel Mühe geben, mit einem größeren Pinsel kleinere Bäumchen zu malen. So, nehme ich einfach einen dünneren Pinsel, dann geht es gleich einfacher von Anfang an. Die sollen auch sehr dezent aussehen, ja, gar nicht zu dolle, sehr dezent und gar nicht so detailreich. Denn ihr wisst, wir sind ja noch im Hintergrund. Wenn der Hintergrund zu viel Detail und zu viel Kontrast und Farbe hat, dann wirkt es sich tatsächlich manchmal negativ auf das ganze Bild aus, denn dann wirkt es nicht mehr wie Hintergrund, sondern es ist dann im Prinzip Vordergrund. Und dann haben wir mehrere Vordergründe und unser inneres Auge wird sich sagen, Mensch, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Hier vielleicht noch ein paar viele kleine Details. Das soll reichen. Okay. Jetzt möchte ich ein bisschen weiter vorkommen. Das heißt also, wir kommen etwas weiter in den Vordergrund. Dafür brauche ich nur ein bisschen Saftgrün, ein kleines bisschen Schwarz mit dazu packen. Nur, dass mein Grün etwas dunkler wird. Ja? Ich will nur ein dunkles Grün haben. Ein etwas dunkleres Grün als das, was aus der Tube kommt. So, schauen wir mal, ob das schon reicht. Und vielleicht habe ich hier, sehr schön. Vielleicht habe ich jetzt hier einen Baum. Dieser Baum ist auch noch im Hintergrund, aber schon etwas weiter
vorne. Seht ihr das? Ja? Und ich setze den einfach hier davor. Ein bisschen was vom Hintergrund wird verschwinden. Das ist nicht schlimm, das wollen wir sogar so. Vielleicht ist hier noch einer. Ja, genau. Macht ihn nicht perfekt rund oder macht ihn auch nicht perfekt, wie soll ich sagen, eckig. Gebt ihm individuelle Formen. Vielleicht guckt ihr so ein bisschen was raus. Ja, das heißt also, hier vielleicht steht auch ein bisschen drüber. Ja, individuelle Formen. Es gibt keinen Baum auf der Welt, der gleich ist. Nicht einen. So, hier ist vielleicht noch ein Busch davor. Ja, hier sind noch ein paar kleine Büsche. Das ist wie beim Menschen. Jeder Mensch kann anhand von seiner DNA identifiziert werden. Genauso wie bei Bäumen und Büschen ist das genau der Fall. Jeder Baum ist ein Individuum. Jeder Baum ist einzigartig. Ja, so, alles klar. So, selbes Spiel nochmal. Bisschen Verdünnung. Die Farbe, die wir gerade genommen haben. Also unser Saftgrün mit ein bisschen Schwarz drin. Ganz, ganz wenig Schwarz nur verwenden. Schwarz ist sehr, sehr stark und euer Grün wird im Handumdrehen sehr, sehr dunkel werden. Sehr, sehr dunkel werden. Ja, wie ihr seht, grüne Stämme und es passt doch. Sieht gar nicht schlimm aus. Warum auch? Es gibt nichts auf der Welt, was es manchmal nicht gibt. Und wir wollen es ja auch möglichst einfach halten. Ja? Wir wollen uns möglichst dahin arbeiten, dass wir uns immer mehr zutrauen können. Vielleicht ist das jetzt hier im Bereich Level 2 maximal oder Level 1, sodass wir hier noch möglichst einfach bleiben wollen und können. So, ich mache mal ein bisschen dicker hier, damit er schön stehen kann. Sehr schön. Ja, vielleicht guckt ihr hier ein bisschen drüber. Kleines Detail, was aber sehr schöne Wirkung entfalten kann. Ja, da werden die Leute sagen, Mensch, ihr habt aber lange da wahrscheinlich dran gesessen, viele, viele Tage oder Wochen an dem Bild. Und wenn ihr dann erzählt, jo, vielleicht nach so eine gute Stunde oder so ein paar Stündchen, wenn euch die Leute das sowieso nicht glauben. Wahnsinn. Okay, gut. Wie wäre es mit einem kleinen Highlight hier vorne? Also auf unsere Bäume, ja, wie wir es schon im ersten Video hatten. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Cadmiumgelb, ein bisschen von meinem Grün. Im Prinzip wollen wir jetzt ein etwas helleres Grün haben. Nur ein helleres Grün, mehr ist es nicht. Nur ein etwas helleres Grün. Und auch dezent heller. Ja? Ja, noch ein bisschen. Nehmen wir ein bisschen Weiß mit dazu. Warum nicht? Nur ein etwas helleres Gelb, Gelb-Grün, als was wir jetzt hier bei diesem Bäumchen hatten. So. Und ein dezentes kleines Highlight. Nur ein dezentes. Das reicht aus. Ich mache mal die Farbe etwas dünner. Ich nehme ein winziges bisschen von meinem Verdünner mit rein. Seid aber sehr, sehr vorsichtig. Ja? Ja, so ist gut. Sehr schön. So hatte ich das vor. Ihr könnt dafür, also ich würde jedem raten, der damit anfängt, am besten mit Flüssigweiß das Ganze zu verdünnen. Das ist etwas einfacher. Mit Verdünner ist man ganz, ganz schnell zu dünn. Ja, das ist gefährlich. So, und vielleicht hier noch eine kleine Baumkrone. So ein paar kleine Highlights reingetupft. Hier vielleicht noch. So, dann haben wir hier ein paar Büschchen. Die kriegen auch noch was. So ein paar kleine Highlights. Nicht zu viel Detail. Und trifft die Büsche auch nicht zu oft an einer und derselben Stelle. Dann kreiert ihr nämlich viel, viel Matsch. Lasst auch schön immer noch ein paar dunkle Stellen dazwischen. Das sind dann Schatten. Und diese Schatten sind enorm wichtig, um Tiefe im Bild darzustellen. Und was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich wieder in Saftgrün rein und in Schwarz. Aber mit dem Unterschied, ich nehme jetzt etwas mehr Farbe hier rein. Etwas mehr Farbe. Ja, und deutlich dunklere Farbe. Das sieht jetzt vielleicht auf der Kamera
Oder in der Kamera sieht es vielleicht aus wie schwarz, ist es aber nicht. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr dunkles Grün. So. Und dann tupfe ich mir an der Seite hier ein paar schöne kleine Bäumchen. So, hier richtig schön dicht. Geht auch so ein bisschen hier drüber und dann drückt jetzt der Vordergrund, den wir jetzt kreieren, der drückt jetzt die anderen Bäumchen alle schön nach hinten. Schön viel Tiefe. Ja, vielleicht sieht man es. Also es ist tatsächlich so eine Art olivgrüner Ton. Aber es sollte schön dunkel sein, weil wir haben jetzt hier vorne gleich schön viel Kontrast. So. Und jetzt kann man ihn auch noch mal im Nachhinein noch mal individuell ein bisschen gestalten. Ja, vielleicht kommt er hier ein bisschen weiter rüber. Oder vielleicht hier oben. Ja? Vielleicht guckt er hier ein bisschen drüber. Ja? Wunderbar. So, machen wir ein bisschen dunkler. Das Ganze. Ja? Kontrast entsteht allein durch Dunkelheit und Helligkeit. Deswegen habt keine Angst, dass es hier erstmal sehr, sehr dunkel aussieht. Das ist völlig normal. So, ich würde sagen, das haben wir jetzt hier auf der linken Seite. Damit die rechte Seite jetzt hier nicht so rumschwebt, machen wir das jetzt auch gleich noch hier auf der Seite. So, schaut mal. Und ich tupfe einfach nur mit der vordersten Spitze vom Pinsel. Man kann auch den ganzen Pinsel nehmen, aber so hat man ein bisschen mehr Kontrolle. Ja? Hat man einfach ein bisschen mehr Kontrolle. So, ich lege das mal hier zur Seite, dann kann ich hier ein bisschen härter tupfen, sag ich mal. Ja? Aber verwüstet nicht euren ganzen Hintergrund. Ja? Ganz schnell merkt man, oh, das funktioniert so schön und das sieht so toll aus. Und schwupps hat man alles damit überdeckt, was auch nicht schlimm ist. Aber wenn ihr einen schönen Hintergrund behalten wollt, dann lasst ihn auch. Lasst ihn am Leben. So. Der Baum geht hier irgendwie so runter. So, ich finde, wenn wir jetzt hier vielleicht noch so eine kleine Lichtung, so wie wir jetzt hier haben, wo ich male, ich kann es ja euch mal zeigen, gleich, wo wir hier malen, wie das tatsächlich hier so aussieht, zeige ich euch bloß ganz kurz den Bereich vom Gras. Also, hier tupfe ich jetzt mir ein bisschen Gras hinein. So. Und ich fange jetzt hier einfach hier vorne an, damit ich die dunkelste Farbe einfach schon mal wegkriege. Und mit der Restfarbe auf meinem Pinsel, die Restfarbe, die kann ich einfach verwenden und tupfe ein bisschen zärtlicher hier rein. Und schon habe ich auch Hintergrundgras, was dann dementsprechend ein bisschen heller ist. Ja? So kann man auch Tiefe entstehen lassen in seinem Bild. Ja? So. Jetzt muss man bloß ein bisschen fleißig sein, das hier ein bisschen zutupfen. Aber auch hier achtet darauf, dass es schön dunkel ist. Ja? Richtig schön dunkel. Nicht zu dunkel natürlich, aber ihr seht es ja. Ne? Hier vorne einen schönen dunklen Vordergrund hinzaubern. So, hier haben wir ein bisschen Gras jetzt. So. Okay, na, super. Soll erstmal reichen. Wir machen jetzt hier unten gleich noch weiter. Hier vielleicht kommen wir mal gucken, was wir jetzt hier unten gleich noch zaubern. Auf jeden Fall nehme ich jetzt meinen 1 Zoll Pinsel. Ja? Meinen 1 Zoll Pinsel. Ich kann das genauso auch mit dem 2 Zoll Pinsel machen, aber versucht es mal mit dem 1 Zoll Pinsel. Wir machen uns jetzt hier schöne kleine Highlights, schöne hellere Stellen auf unsere Bäumchen. Ein bisschen Gelb nehme ich hier, ein bisschen Grün und vielleicht ein kleines bisschen Verdünner. Ihr könnt auch, wie gesagt, gerne dafür flüssig weiß nehmen. Ja? Schön reintupfen, möglichst viel Farbe, dünne, schöne helle Farbe. Ja? Ihr seht es. Und jetzt kann ich mit meiner Nase hier vorne, hier schöne kleine Highlights reintupfen. Ui. Genau. So, eine Baumkrone hier vorne. Und hier gleich die nächste. Das ist nichts anderes wie
Saftgrün und Cadmiumgelb. Und hier vorne auch noch ein bisschen. So, ein paar schöne kleine Highlights. So, hier oben auch. Ja, und schaut mal, jetzt habe ich hier eine dunkle Stelle. Und schon ist hier auch eine kleine Baumkrone. Jetzt nehme ich meinen Linienzieher und gehe hier ein bisschen in, ich habe hier Van Dyck Braun und Schwarz. Ja, hier ein bisschen Schwarz und Braun. Im Prinzip möchte ich einfach nur ein schönes dunkles Braun mehr mischen. Achtet darauf, dass die Farbe jetzt hier schön flüssig ist. Ja, schön flüssig. Die ist jetzt wie Wasser. Den Pinsel reindrehen. Und dann können wir hier, schaut mal. Zack. Zack. Jetzt sieht er immer mehr aus wie ein Baum, ne? So, vielleicht ein bisschen dickeren Stamm, der ist ja ein bisschen weiter vorne. Er braucht auch Kraft, um alles hier zu halten. Vielleicht guckt sogar so ein kleiner Zwilling hier raus. So, und, ach, wer weiß, hier steht noch einer. So. Ich werde jetzt hier noch so wie so ein paar Bäumstämmchen einsetzen. Hier vielleicht im Hintergrund irgendwas, was hier noch so ist. Gleich hier drüben noch. Und währenddessen, ich wollte euch ja noch mal zeigen, wo wir jetzt hier genau malen. Ja. Ihr seht es, wir sind hier richtig schön tief im Wald drin. Okay, soll reichen. Ich gehe jetzt einfach zurück zu meinem 1 Zoll Pinsel und tupfe jetzt hier noch ein bisschen weiter. So. Okay. Ich zeige euch mal noch. Ich habe eine Idee, wie wir das Ganze noch ein bisschen aufwerten können. Ich nehme wieder meinen Scriptliner mit Verdünnung. Und zwar gehe ich jetzt hier ein bisschen ins Weiß. Wenn ihr noch ein bisschen Braun hier auf dem Pinsel habt, dann ist das sogar ganz toll. Weil pures Weiß ist auch nicht so gut. Ich nehme sogar noch mal ein bisschen Braun und mache im Prinzip nur ein helleres Braun. So, und kann jetzt hier an der Seite, hier ist mein Lichtpunkt, meine Hauptlichtquelle. Und dann kann ich jetzt hier an der Seite, schaut mal, kann ich jetzt noch so ein paar kleine Highlights auf meine Rinde, auf meine Borke hier setzen. Ihr müsst natürlich beachten, von wo kommt euer Licht. Es muss natürlich möglichst logisch erscheinen. Ja, nicht einfach draufsetzen, sondern von da, wo das Licht kommt. Da ist natürlich dann auch die hellere Stelle. Logischerweise, hier ist es rechts, hier dann dementsprechend links. Nur so ein kleines Highlight. Das muss auch um Gottes Willen nicht auf alle drauf. Nur wie man Lust hat oder wie man möchte. Man kann es auch schön düster und dunkel lassen. Aber es gibt den Ganzen gleich nochmal ein schönes kleines Detail. Ja? Guck mal, cool das aussieht. Oder? Nur mit so ein paar Pinselstrichen. Okay, wir sind noch nicht ganz fertig. Ich nehme jetzt mal noch ein bisschen Ocker mit dazu, das was nicht ganz so eintönig haben. So ein schöner Ockerton hier im Wald zusammen mit Cadmiumgelb und Saftgrün und ein bisschen Verdünnung. Genau. Vielleicht ist hier ja so ein kleiner Baum oder so eine Art Busch, irgendwas Kleines. So. Variiert auch ruhig mal. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen Gelb mit dazu gepackt. Ihr könnt damit schön variieren. Dann sieht das nicht ganz so eintönig aus. Achtet aber hier drauf, dass ihr nicht alles mit Highlights bedeckt, sondern wir brauchen viel Dunkelheit immer mal dazwischen. Weil nur so entsteht dann auch Bildtiefe durch die Dunkelheit. Ich sage immer zu meinen Malschülern in den Kursen, dass die Dunkelheit sogar in einem hellen, freundlichen Bild ist die Dunkelheit ganz oft sogar wichtiger wie die Helligkeit. Ja? So kriegen wir die Bildtiefe. Stellt euch vor, wir würden jetzt hier alles mit den Highlight-Tönen, mit diesen helleren Tönen überdecken. Da hätten wir tatsächlich nichts. Wir hätten einen großen Haufen nichts. Hätten wir da. Großen Haufen nichts. Ach, what the heck. Guck mal. Ich nehme einfach mal noch ein bisschen Rot mit dazu. Mal gucken.
Nicht zu viel. Rot ist auch sehr stark. Vorsichtig damit. Ah, guck mal. Schön. Super. Okay. Oh, vielleicht ist hier noch ein kleines bisschen irgendwas. Viele kleine Details, die entstehen hier. Vielleicht auch oben drauf auf unsere Highlights, die wir hier schon gesetzt haben. Vielleicht nochmal die ein oder andere, etwas andere Farbe. Vielleicht nochmal ein bisschen Weiß dazu. Und schaut mal, wenn wir jetzt hier ein bisschen Weiß dazu nehmen, als ob dann hier nochmal das Licht irgendwie dazwischen geht. Ja, als ob wir hier nochmal so den ein oder anderen Lichtbrennpunkt haben. Ne? Total klasse. Aber übertreibt das nicht mit den Highlights. Ja, das ist ganz doll wichtig, dass die möglichst dezent im Bild vorhanden sind. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Wiese. Jetzt nehme ich hier meinen 2 Zoll Pinsel, mit dem wir jetzt hier vorhin auch die Wiese reingesetzt haben. Das heißt also keinen sauberen. Und ich setze mir hier hinten dann noch ein kleines bisschen so eine Art Highlight drauf. Hier vielleicht noch ein bisschen was Helleres. Ja, ich nehme mal noch ein bisschen Saftgrün, ein bisschen Ocker mit dazu. Saftgrün, Ocker. Vielleicht ein winziges bisschen Rot. Tupf den hier rein. Genau, so sehen wir es schön. Auch hier ein kleines, dezentes Highlight. So. Vielleicht hier ein bisschen mehr Rot. Vielleicht blüht hier hinten was, wer weiß. Ja, vielleicht ein bisschen Weiß noch mit dazu, dass wir mal das Ganze ein bisschen aufhellen. Und so schön schnell. Und jetzt hier eine kleine Hintergrundwiese. Zack, zack, zack. Hier ist es jetzt schon heller, das Ganze. Ja, wir sind jetzt hier im Vordergrund. Da kann es ruhig von der Farbe her intensiver sein. So, hier haben wir einen Schattenbereich. So, hier unten die Bäumchen noch ein bisschen einpflegen. Hervorragend. So, okay. Ich habe noch eine Idee. Und zwar nehme ich dafür unseren Fächerpinsel und gehe jetzt hier in Braun, ein bisschen Schwarz, also Van Dyck Braun, Mitternachtsschwarz, nur ein dunkles Braun. Mehr braucht man nicht. Und vielleicht ist hier hinten, beginnt so ein kleiner Weg lang zu kommen. Schaut mal. Ja. Hier kommt so ein kleiner Weg lang, der hier durch den Wald führt. So, das Ganze können wir jetzt mit dem Messer, jetzt haben wir ihn im Prinzip erstmal ein bisschen eingezeichnet hier. Jetzt können wir mit ein bisschen Braun und Weiß so ein paar kleine Highlights drauf machen. Ne? Das ist Van Dyck Braun, also dunkles Van Dyck Braun mit Schwarz gemischt und ein bisschen Weiß mit rein. Da können wir jetzt hier noch mal so kleine Details mit aufsetzen. Indem wir mit dem Messer richtig schön zart, ganz sachte, ohne Druck, die Farbe hier brechen lassen. Eine kleine Farbrolle und dann brechen lassen. So, das nochmal. Hier schönes dunkles Braun. Vielleicht haben wir hier vorne so eine Art Stein, der hier vorne ist. Ja, so einen kleinen Stein. So. Geht hier so lang. Und jetzt schaut mal, jetzt nehme ich einfach ein bisschen von meinem grün-gelbton, im Prinzip von der Himmelfarbe. Ja, nur so ein bisschen Himmelsfarbe habe ich jetzt hier dran. Schaut mal, was das wird. Jetzt ziehe ich hier kerzengerade nach unten. Ja, ein bisschen Himmelsfarbe, dass nicht ganz so dunkel ist. So. Okay, jetzt nehme ich einen sauberen 2 Zoll Pinsel. Jetzt mache ich das hier noch ein bisschen glatter, nochmal nach unten ziehen, möglichst gerade und komme dann von rechts nach links. Weil das wird jetzt hier ein klein bisschen Wasser werden. So, ich nehme jetzt nochmal mein Malmesser, noch ein bisschen eine Highlight-Farbe. Das heißt also, in mein dunkles Braun gehe ich mit ein bisschen Weiß rein.
Ich ziehe es einfach hier so rüber. Ja? Okay. So. Jetzt nehme ich hier auch so noch mal ein bisschen weiß und hier ist automatisch ist hier schon ein bisschen von unserer Himmelsfarbe drin. Man kann auch pures Titanweiß nehmen, aber Titanweiß mit ein bisschen Grün und ein bisschen Gelb sieht dann etwas passender zum Bild aus. Das sind jetzt hier kleine Wasserlinien. So, okay. Dann nehme ich jetzt wieder meinen 2 Zoll Pinsel und nehme, wie wäre es mit ein bisschen Schwarz und wieder in mein Saftgrün rein, ein schönes dunkles Grün. Ja, tupfe. So, und jetzt habe ich hier vorne ja noch ein bisschen Gras, was jetzt hier so rumwächst. Ja? Jetzt sind wir ganz vorne im Bild. Und damit tupfen wir uns jetzt den Rest einfach zu. Das heißt also, alles, was jetzt hier noch weiß ist, das verschwindet. Schön dunklen Grün. Einem schönen dunklen Grün. Ja? Das ist jetzt wieder so eine kleine Fleißarbeit. Aber mit dem großen 2 Zoller geht das wunderbar easy von der Hand. So. Einfach schön zutupfen. Achtet bloß darauf, dass ihr den Pinsel schön waagerecht haltet. Ja? Also nicht hochkant, sondern schön waagerecht. Ansonsten schneidet ihr euch kleine Zäune rein. Ja? Das heißt also immer schön den Pinsel waagerecht halten und die Winkel beachten. Wenn ihr hier so kleine Hügel haben wollt, müsst ihr dementsprechend auch mit dem Pinsel so kleine Hügel formen. Ihr müsst den Pinsel so bewegen, wie jemand, der hier entlang gehen würde. Dann klappt das auch. Okay? Super. Herrlich, oder? So, ich nehme jetzt denselben Pinsel. Ich rubbel ihn jetzt mal noch ein kleines bisschen hier an meinem Tuch ab. Nehme jetzt hier noch mal ein bisschen Verdünner mit rein und gehe hier schön in meine helle Farbe rein. Ja, jetzt kommen wieder die Highlights, unsere allseits beliebten Highlights. Ja, damit das Gras hier nicht ganz so dunkel aussieht. Oh, und schaut mal. Ganz zart geht das jetzt vom Pinsel ab. Ja, und jetzt habe ich mir hier einen kleinen Hügel geformt. Ne? Und der ist nur entstanden, da ich mit dem Messer sage ich schon, da ich ihn mit dem Pinsel auch wirklich geformt habe. Ja, schön tupfen. Und auch hier wieder bei den Highlights, das ist überall so, nicht euer ganzes Dunkel, das ganze Dunkel, das dürft ihr nicht töten. Ja, lasst das. Das Dunkel ist hier extrem wichtig, damit wir immer unseren Kontrast haben. So, nehmt ein bisschen Weiß noch dazu. Das ist einfach nur ein bisschen heller machen, das Ganze. So, tupfe ich das hier noch ein bisschen lang. Ich kann auch noch ein bisschen von meinem Ockerton nehmen. Ja, vielleicht ein bisschen Rot mit rein. Rot, Ocker. Und dann kann ich hier auch noch mal so ein paar kleine unterschiedliche Farben mit reinbringen. Ja? Nur nicht zu extrem hell werden, weil wir sind hier in einem Wald und da haben wir viel Schatten auch. Da kommt gar nicht so viel Licht durch. Und wenn, dann immer nur dezent, so ein paar kleine Highlights. Ja? Nehmen wir noch ein bisschen Titanweiß, machen das Ganze ein bisschen heller noch. Schaut mal, jetzt kann ich noch mal so ein paar Gräserchen machen, die etwas heller sind. Noch mal eine andere Farbe haben, wo halt viel Licht hinkommt. Hier vorne vielleicht auch, hier kommt auch viel Licht hin. Ja. So. Und unser Weg, ja, wir müssten hier wahrscheinlich dann durch die Pfütze durch. Unser Weg könnte sein, dass der hier dann einfach so weitergeht. Habe ich einfach ein bisschen Braun noch genommen. Mein Malmesser, braun mit ein bisschen Weiß, also hellbraun. Fängt doch mal erst mit dunkel an. Erst dunkelbraun und dann ein etwas helleres Braun. So. Oh, jetzt sieht man es besser. Hier geht dann der Weg weiter. Wahrscheinlich müsste man dann knallhart durch die Pfütze laufen. So, und zum guter Letzt noch einen kleinen Blickfang. Wie wäre es? Nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen schwarz und ein bisschen von dem Braun hier oben mit ein bisschen Verdünner auf unseren Scriptliner.
Und schaut mal, dann könnte man jetzt hier, vielleicht steht ja hier noch so ein kleiner Baum. Das ist schwarz mit braun und verdünner. So, der geht hier so lang. So, tack. Und vielleicht so ein kleines Ästchen noch. Äste streben prinzipiell immer zum Licht. Deswegen versucht es so zu machen, dass sie immer so tun würden, als würden sie versuchen, die Sonne einzufangen. Ja. So. Und dann könnt ihr hier so viele oder wenige kleine Ästchen dran machen. Dickere oder dünnere. Ihr könnt auch den Baum größer machen, kleiner machen. Im Prinzip habt ihr alle Möglichkeiten der Welt. So, noch ganz schnell ein bisschen Highlight drauf. So. Er kriegt auch noch ein kleines Highlight hier oben drauf, so, zack. Und hier und da. Ganz easy. So. Dann wird der Baum noch ein bisschen integriert, dass er nicht ganz so einsam hier da steht. Da. Mit unserem Helligkeitspinsel. Und zu guter Letzt natürlich mit dem Scriptliner und einer schönen Farbe, die euch gefällt. Am besten eine Farbe, die vielleicht so ein bisschen im Bild ab und zu sogar mal vorkommt. Ich nehme jetzt hier einfach so ein bisschen Rot und Schwarz. Und dann kommt natürlich unsere Unterschrift hier rein. Ja? Und so schnell haben wir jetzt hier unsere kleine Waldlandschaft geformt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einfach einen kleinen Daumen nach oben. Vielleicht wollt ihr auch den Kanal abonnieren, weil nächste Woche gibt es wieder ein schönes kleines Video. Ja, ein schönes kleines Video. Ich weiß noch nicht genau, was hier vorkommt im nächsten, aber wir werden uns irgendwas ausdenken, irgendwas Schönes ausdenken. Ne? So, und bis dahin, ich gehe jetzt noch ein kleines bisschen hier durch den Wald und packe erstmal meine Sachen dann natürlich vorher weg. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Habt Spaß, schöne Woche. Bis dann.